die einzige bekannte Grottenburg im Kanton Zürich. Wir sind heute bei der Grottenburg Hochfluh im Kanton Zürich. Genauer gesagt liegt sie im Baxertal, das grenzt gerade an den Kanton Aargau. Ein Ort mit vielen Geheimnissen. Legenden ranken sich um ihn. Mal sehen, was wir herausfinden werden. Die Ruine liegt am Westhang des Sanzenbergs und befindet sich entlang eines Wanderweges. Der Pfad, der zu ihr führt, ist allerdings relativ steil. Über die Burg findet sich nichts in den Schriften. Wozu sie gedient hat? Dazu gibt es verschiedene Vermutungen. Einer zufolge war sie Teil einer Talsperre im Baxertal, welche um 1500 erwähnt wird. Anderen Vermutungen nach könnte sie das Zentrum einer kleinen Rodungsherrschaft gewesen sein. Eine Legende wiederum erzählt von Ritter Adalbert von Waldhausen, welcher hier seine missgestalteten Kinder versteckt gehalten haben soll. Deshalb wird die Ruine mit der bedauerlicherweise nicht mehr sichtbaren Burg gleichen Namens in Verbindung gebracht. Die maximal 12 Meter tiefe Höhle war einst mit einer Mauer aus Bollensteinen verschlossen. Diese war 1,8 Meter dick. Am besten erhalten ist die Mauer an ihren Endpunkten. Zur Mitte hin flacht sie leider fast gänzlich ab. Wegen der spärlichen Überreste lässt sich nicht sagen, wo sich der Eingang und etwaige Fensteröffnungen befunden haben. Aufgrund besser erhaltener Höhlenburgen, wie beispielsweise Rappenstein bei Unterfatz und Wiechenstein im St. Galler Rheintal, ist ein ebenerdiger Zugang aber wohl auszuschließen. An der Felswand lassen sich zudem noch Spuren von Balkenauflagen erkennen. Es wird vermutet, dass der südliche Felsvorsprung auch zur Anlage gehörte. Möglicherweise war hier ein Wachposten. Bereits um 1840 machte der Baxer Pfarrvikar Jakob Tobler erste Grabungen. Einige unbestimmbare Scherben waren jedoch alles, was er fand. 1850 und 1878 folgten weitere Ausgrabungen, bei welchen Ofenkacheln mit Mensch- und Tiermotiven zutage traten. Diese deuten darauf hin, dass die Burg bis ins Spätmittelalter genutzt wurde. Aufgrund der rußgeschwärzten Tuffsteinquader, welche auf ein früheres Gewölbe hinweisen, und der bei den Ausgrabungsarbeiten gefundenen etwa 25 cm dicken Kohleschicht, vermutet man, dass die Burg einem Feuer zum Opfer gefallen ist. Der Ort wird auch Erdmännliloch genannt, wohl aufgrund einer überlieferten Legende. Nach dieser sollen hier hilfsbereite Wesen gewohnt haben. Diese halfen der Bevölkerung im Tal, wo sie nur konnten, und waren deshalb sehr beliebt. Über Nacht sollen sie Wiesen gemäht, Korn geerntet, Äcker gepflügt und das Vieh geputzt haben. Aber wie es ebenso ist, nicht alle dankten es ihnen. Der Talmüller beispielsweise hatte nur Spott und Hohn für sie übrig. Eines Tages versuchte er, aus welchem Grund auch immer, herauszufinden, wie ihre Füße wohl aussahen,
Diese waren immer unter ihren langen Röcken verborgen. Deshalb streute er rund um sein Haus Mehl aus. Der Erfolg war, dass die Erdmännchen das Tal über Nacht verließen und nie mehr wiederkehrten. So mussten alle ihre Arbeit nun wieder selbst verrichten. Jede Sage hat einen wahren Kern. Die Erdmännchen stehen vielleicht sinnbildlich für Leute, die hier wohnten und Gelegenheitsjobs im Tal nachgingen. Irgendwann waren sie dann wieder weg. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und freue mich auf eure Kommentare. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.